Aujourd'hui, nous tous nous rassemblés, nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Y'en a qui veulent amuser, mais y'en a beaucoup qui pleurer. Mais moi vais m'imaginer si ça va vous détruire nos beautés. Aujourd'hui, nous tous nous rassemblés, nous tous nous joignons ensemble pour nous sentir ensemble, nous l'indépendants. En avant nos présidents, avec nous nos bonnes ministres. Hier in San Blas Marina gibt es sogar einen Pool auf der Dachterrasse und ein großes Trockendock und hier so ein paar Finger für die Segelschiffe und Motorboote. Und da hinten geht der Fluss rauf. Frühstück unter Deck. Heute am 30. Oktober bei nur 29 Grad und 70% Luftfeuchtigkeit. Und herrlichstem Sonnenschein eigentlich. So, wer kann uns jetzt erklären, warum wir hier unten sitzen? Also, ich würde sagen, das sollten die Menschen machen, die am meisten leiden. Oh, genau. Kann ich gerade nicht zeigen, sind unterm Tisch die Füße. Beine und... Naja. Ja, mal meinen Fuß, ich kann es versuchen, ne? Sehe ich den? Du musst so ganz nah rangehen. Oh ja, das sieht nämlich hier so aus. Es gibt hier so ein paar. Ich weiß nicht, wie sie heißen jetzt genau. Wie hießen sie nochmal? Notions? Notions. Die sind ganz böse. Sie sind ganz klein und richtig hinterhältig. Und die fliegen da draußen rum. Und die fressen Und deswegen haben alle gesagt, wir frühstücken heute mal hier unten. Könnt ihr bitte mal den Kaffee haben? Und gar nicht so schlecht, weil es gibt noch Pizza von gestern. Es gibt Joghurt, Ei, deutschen Käse. und Melone. gute Gesellschaft. Ich beschäftige mich mal wieder mit dem Wassermacher. Hier vorne, da tritt irgendwie Rostwasser aus. Darf gar nicht sein. Und hier unten, obwohl wir letztens die Dichtung gewechselt haben, sieht es ziemlich salzig aus. Also ich nehme das mal auseinander und werde wieder mal neue Dichtungen einbauen. Wir glauben, die Ursache wurde gefunden, warum er keinen Druck aufbauen konnte. Und zwar waren beim Einfüllstutzen sind unten kleine Tellerventile, die den Rücklauf stoppen. Ist der Glenn in Aktion? Das erste Tellerventil und die Federverbinder. Hier sitzt ja, jetzt ist halt noch dieser kleine Sitz außenrum. Ne? Es wurde alles sauber gemacht und jetzt wird es wieder eingebaut. In der Anleitung steht, wie schön einfach das ist. In echt ist es wohl nicht so. Hab ihn drinne. Test, ob das Ventil auch ventilt. Jawohl, es lässt sich bewegen. Perfekto. Jetzt kommt dieses Teil. Willst du das Weiße nicht ersetzen? Das habe ich nicht neu. Hm. Ja, alles wieder zusammengebaut und es funktioniert. Jetzt saugt sie auch endlich wieder Wasser an. Jetzt wird sie noch konserviert, die Membrane, weil wir noch 4 Tage hier bleiben werden. Und dann hoffen wir auch, dass es beim ersten Mal im Salzwasser wieder bestens Süßwasser produziert. Heute gibt es die weltberühmten Veggie Burger? Ja. Das Veggie Burger? Ja. Das sind hier die Patties. Das sind die mega Brötchen dazu. Und Dazu haben wir hier noch was gibt's da noch? Balsamico-Zwiebeln, karamellisiert. Oh. Und Tomate. Tomato. Und Süßkartoffelpommes, die noch nicht draußen sind. Ach, super. Dann sind wir mal gespannt. Wir müssen leider hier drinnen essen. Bei gefühlt, wer hat die Temperatur ungefähr? 37 Grad. Ich würde sagen 39. Weil nämlich draußen wieder die Sandflöhe
oder Nociumsbugs unterwegs sind. Wir sind die einzigen Touristen hier. So, hier wird alles geschmückt. Wir wissen nicht, ob für Halloween oder Totensonntag. Das ist nämlich hier ein spezieller Feiertag in Mexiko. Im Hotel de la Familia. Heute geht's zum Fuerte de San Blas, zu dem alten Fort aus dem 17. Jahrhundert. Vorbei an diesen schönen Häuschen. Becken? 1700, das muss man sich mal vorstellen, da haben die schon diese Steine da alle da hochgetragen. Gut drauf gekommen. Und schon sind wir oben beim Fort. Da vorne ist die Einfahrt, die Marina, da so lang. Und unter uns, das ist hier San Blas. Ah, und da hinten sieht man die Marina. Da kommen wir her. So sieht das aus, wenn man eine Nacht an Bord in San Blas verbracht hat. Alles schön geschmückt. Heute zum Halloween. Richtig was los hier in San Blas. Sehr schön. Jetzt tobt hier das Leben. So, der Umzug geht los. Und da es ja eine Totengedenkfeier ist, ist auch nicht so viel Musik.
Ja, wir laufen jetzt hier den Umzug mit. Sind zwar nicht so schön verkleidet wie alle anderen. Jetzt geht's noch zur Panga-Parade. Danke, Glenn. Also ich mache auch von den beiden Schaustellern hier vorne noch mal ein Foto. Ah, so ist schön. Jawohl. La botella no se le cae, pero miren cómo lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza y la botella no se le cae. Con la botella en la cabeza y la... Seguir plan de magia. Tú eres el pan de mí.
wir ja leider hier im Fluss kein Wasser machen können und unser Wasser ausgegangen ist, haben wir uns jetzt richtig gutes Trinkwasser organisiert und jetzt füllen wir hier schön 140 Liter in unseren Tank, damit die Lilith auch mal wieder duschen kann. Schön mit Trinkwasser duschen. Ja. Besser als im Fluss, oder? So ist der 3. November. Wir verlassen heute Morgen um 6:30 Uhr St. Blas, eine halbe Stunde vor High Tide. St. Blas war sehr schön, aber es war doch erschreckend, diese Armut zu sehen, wie die Menschen in ihren Häusern hier leben. Alle in einem Raum, also mit Oma, Eltern, Kindern, Enkelkindern. Alle leben sie in einem Raum. Die Häuser sehen ziemlich verwahrlost aus. Und trotzdem haben die es geschafft, hier so eine schöne Feier zu organisieren. Waren alle super geschminkt. Also es ist schon irgendwie ein tolles Land hier. Und es sind einfach tolle Menschen hier. So, jetzt machen wir die Leinen gleich los. Steuerbordspringen haben wir schon gelöst. Wir warten jetzt, dass der Steuermann kommt. Ah, da hinten sehe ich ihn schon. Der Steuermann ist bereit. Jetzt hoffen wir mal, dass wir ein bisschen mehr Wasser unterm Kiel haben als bei der Herfahrt. Weil da war es eigentlich schon so, dass wir den Grund berührt haben müssten. Der Tiefenalarm hupt auch schon wieder. So, wie sieht's aus? Geht's los? Ja, gleich. Oh, da hinten geht die Sonne auf. Und raus geht es jetzt hier aus der Marina St. Blas. Da sieht man sehr schön, dass wir noch auflaufendes Wasser haben. Also das Wasser fließt hier noch rein in den Fluss. Das ist ganz gut. Falls wir nämlich auflaufen sollten, haben wir dann eine Chance, dass das Wasser noch ein bisschen steigt. Das Baggerschiff da hinten liegt da immer noch, aber ich glaube, jetzt hat die Position ein bisschen gewechselt. Wir können jetzt zwischen dem Wall und dem Schiff durchfahren. Hoffentlich haben sie da schon tief genug ausgebaut. Hier vorne geht jetzt noch eine Sandbank ziemlich weit rein. Da war es letztens mal nur noch so 1,70 Meter. Diesmal fahren wir ein bisschen eine andere Spur. Gucken, wie hier so die Stimmung ist. Oh, wie läuft's? Gut, 10 Meter sind die Wassertiefe. Hier hat er noch schön ausgebuddelt. Wir sind jetzt hier, da sieht man das, 5,50 Meter. Da sieht man noch mal ganz gut, wie die Strömung hier reinläuft. Da sieht man den Glenn, wie er am Steuer steht. Ja. Konzentriert. Aber noch ist alles easy. Was alles easy.
Anker ist bereit zum Fallen, Warum das denn? falls der Motor aussetzt. Ach, es geht wieder aufs Wasser. Oh, das ist schon der Mohlenkopf. Es sieht so aus, als ob wir hier super rausgekommen sind. Ja, möchte noch jemand was zu St. Blas sagen? Nee, war schön. Wenn die vielen Viecher nicht gewesen wären, wäre es super gewesen. Ja. Aber so haben wir noch länger was davon. Das wird uns noch ein wenig begleiten. Ja. Das sieht man da unten. Aber Das sieht schon wieder besser ja, aus. das ist gut gepflegt vom Glenn. Oder machen. Da sieht man schön, wie die Fregattvögel und die Pelikane aufgereiht sind und endlich auf Fisch warten, um sie dem Fischer zu klauen. L'année fois qu'il a droit, côte, tu m'as fait autant de mon la voix.